Moin und herzlich willkommen beim Neues aus dem Studio für den Monat September. Wir haben ja im August unser Projekt abgeschlossen, Schachspiel des Lebens. Wer es noch nicht gesehen hat, der Link ist einmal hier oben. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und im Moment befinden wir uns in den Vorplanungen für den nächsten Dreh. Da fangen wir wieder mit einem Projekt an, das letztes Jahr aufgrund von Corona dann ein wenig gescheitert ist. Und aufgrund von Corona sich jetzt auch einige Änderungen im Cast ergeben haben. Und da fangen wir jetzt mit an und auch sind halt jetzt voll in den Planungen mittendrin. Also nochmal ein bisschen Drehort-Scouting, weil bei dem letzten Drehort, da kommen wir jetzt dieses Mal nicht mehr hin. Da müssen wir noch ein bisschen Drehort-Scouting betreiben. Und vielleicht könnt ihr uns da sogar bei unterstützen. Wir suchen ein Industriegelände, das nicht mehr so voll im Betrieb ist, sondern so ein bisschen, ja, so ein bisschen atmosphärisch, vielleicht auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, abgenutzt ist. Genauso suchen wir auch noch einen sehr, sehr abgeranzten Transporter, wer uns da unterstützen kann. Darf sich auch gerne bei uns melden. Also so einen ziemlich rostigen und nicht mehr allzu schön anzusehenden Transporter bräuchten wir für einige Szenen. Wer uns da unterstützen kann, kann sich gerne bei uns melden. Also Kontaktadresse habt ihr ja hier in der Kanalinfo. Oder einfach in den Kommentaren schreiben, hey, ich weiß da was. Und dann geht das los. Ja, und da wir jetzt in diesen Projektplanungen drin sind, die Hauptrolle haben wir neu besetzen müssen. Das haben wir soweit ganz gut hingekriegt. Ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl meines Casting-Agenten. Und so sind wir jetzt also gerade mitten in den Planungen, den Dreh voranzubringen. Währenddessen schreibe ich auch an weiteren Drehbüchern, wo wir dann mit dem vorhandenen Team auch noch andere Sachen darstellen wollen. Es ist eine Geschichte geplant, da geht es um einen Boxer, dann ist noch so eine andere Geschichte geplant, wo wir so ein bisschen diese dämliche Seuche, die wir jetzt momentan leider haben, auch noch ein bisschen bearbeiten, aber anders darstellen. Das geht dann so ein bisschen mehr Richtung Resident Evil, aber dazu wollen wir halt erstmal auch die Erfahrungen sammeln, die wir jetzt beim letzten Dreh hatten zu Schach und dann auch Erfahrungen aus dem Dreh, dass wir bei dem Rotkäppchen-Projekt, das ja letztens gescheitert war und was wir jetzt wieder anfangen, mit einbringen und dann natürlich auch aus den Boxerfilmen. Und dann haben wir, denke ich mal, einen guten Erfahrungspool, um auch wirklich sehr gut was Richtung mit dem C-Virus zu arbeiten, wie der Arbeitsstil momentan ist und auch dort ein bisschen mehr in die Feinheiten gehen können, dass wir in den Resident Evil Style kommen. Das würde mir persönlich zum Beispiel sehr, sehr viel Freude bereiten, wenn wir da in die Richtung kommen. Was wir auch noch suchen, und da darf sich dann auch jeder melden, ist ein Maskenbildner, Maskenbildnerin, die so ein bisschen die Optik unserer Darsteller den Szenen entsprechend sehr gut anpassen kann. Wäre natürlich geil, wenn sich jemand finden würde. Einfach in den Kommentaren unten reinschreiben, wer Lust hat, bei uns mitzuarbeiten. Das Schlimme ist halt immer noch, wir arbeiten immer noch no budget. Also Gage können wir noch nicht zahlen. Was wir eventuell Mitarbeitenden an unseren Projekten anbieten können, sind Rückstellungsverträge. Aber selbst da muss ich momentan noch sagen, wir sind noch lange nicht so weit, dass aus diesen Rückstellungsverträgen auch wirklich was irgendwann herausspringt für unsere Mitarbeitenden bei den ganzen Projekten. Wir arbeiten dran, aber wir sind halt noch nicht so weit. Ist so, ne? Ja, und Schach haben wir ja auch bei mehreren Filmfestivals eingereicht. Ja, aufgrund der diversen kleineren Probleme, die wir haben, wird er sicherlich nicht bei vielen Filmfestivals gezeigt werden, aber Mut zur Lücke, und außerdem haben wir durch das Projekt sehr viel Erfahrung gesammelt und wissen auch, wo wir uns verbessern können. Wir haben ja auch beim Equipment schon ein bisschen nachgelegt. Habt ihr vielleicht auf Instagram ein bisschen verfolgt. Ja, Das war es erstmal für den September. Wir sehen uns dann demnächst wieder
Und damit ihr nichts verpasst, ne, einmal abonnieren, Glocke drücken und am besten auch noch kommentieren, teilen und was man nicht alles so auf YouTube tun kann, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen können mit unseren Projekten. Bis dahin, Horido!